Ladies and Gentlemen, willkommen zu diesem etwas anderen Video von mir. Produktvideos mache ich inzwischen schon seit einigen Jahren und mit der Zeit habe ich den einen oder anderen Trick gelernt oder entdeckt. Und ich dachte mir, ich erstelle mal eine kleine Videoreihe, in der ich euch diese kleinen Tipps und Tricks verrate. Und wir beginnen direkt mit einem Banger. Denn dieser Tipp, der hat meine Produktvideos wirklich auf ein komplett neues Level hochgehoben. Was dieser Trick ist und wie auch ihr mit dieser Technik wirklich großartige Produktvideos hinbekommt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Daher, Ladies and Gentlemen, willkommen bei Product Shot Mastery. Jetzt will ich euch auch nicht länger warten lassen. Ihr seht, ich habe hier eine kleine Szene aufgebaut mit einem Produkt auf einer schwarzen spiegelnden Oberfläche und einem weißen Hintergrund. By the way, Hashtag not sponsored. Ich finde einfach nur das Flaschendesign sehr cool und kann euch anhand dieser Flasche sehr gut die Technik zeigen. An und für sich ist die Lichtsetzung hier jetzt nicht vollkommen katastrophal. Ich habe diese typischen weißen Streifen am Rande des Produktes erzeugt mit diesen beiden Softboxen, die hinter dem Produkt stehen und es leicht von hinten beleuchten. Und wenn man wirklich nur die Silhouette dieses Produktes hervorheben möchte, kann man das sogar gerne so machen. Diese Streifen haben eigentlich nur ein kleines Problem, denn ein Produktvideo ist ja letztendlich dazu da, um ein Produkt an einen Kunden bzw. an einen Rezipienten schon mal zu zeigen, damit er schon mal im Vorfeld erleben kann, was für ein Produkt das ist, wie es aussieht, wie es sich anfühlt. Diese Streifen haben allerdings das Problem, dass sie einem Produkt keine Tiefe bzw. keine Plastizität geben. Denn wenn man sich nur diese Streifen anguckt, dann kann man nicht nachvollziehen, ist das Produkt jetzt rund, ist es eckig, ist es oval, hat es mehrere Kanten. Daher beleuchtet man üblicherweise Produkte in der etwas moderneren Werbebranche so nicht mehr. Und man hat sich stattdessen etwas Neues, Besseres überlegt, was dabei hilft, wirklich Tiefe zu erzeugen. Und wenn ihr schon ein, zwei Videos von mir geguckt habt, dann wisst ihr auch genau, was ich meine, denn ich rede von einem Verlauf. Ein Verlauf im Licht hilft wirklich dabei, die Tiefenstruktur eines Produktes hervorzuheben. Das Problem bei solchen Verläufen ist allerdings, dass es gar nicht so einfach ist, die zu erzeugen. Wie ihr hier seht, habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet, denn ich wollte einen leichten Verlauf auf der Flasche vorne am Logo direkt erzeugen, weil dieses Logo ist etwas eingestanzt. Das heißt, wir haben hier eine leichte Reliefstruktur, die ich gerne hervorheben möchte. Und ich schalte das Licht einfach mal ein. Und wie ihr seht, entsteht am Logo nach links hinweg so ein leichter Verlauf. Und das hat gleich drei Vorteile. Erstens hilft es, das Logo überhaupt kenntlich zu machen, was vorher völlig abgesoffen ist. Zweitens hilft es dabei, die Struktur des Logos ein bisschen hervorzuheben, dass es eingestanzt ist, dadurch, dass verschiedene Lichtkanten entstehen. Und drittens hilft es dabei zu zeigen, dass diese Flasche selber rund ist, was vorher gar nicht unbedingt zum Vorschein kam. Das heißt, durch dieses eine Licht habe ich schon sehr viel mehr von dieser Flasche preisgegeben und nachvollziehbar für den Endkunden gemacht. Und so wie üblicherweise solche Verläufe erzeugt werden, ist der Aufbau etwas komplizierter. Man kann einerseits eine große Styroporplatte nehmen und mit einem harten Strahler in einem Winkel dort gegenstrahlen, dass wir am Anfang einen wirklich hellen Spot haben und der nach hinten hin etwas dunkler wird. Oder man macht es so, wie ich das hier gemacht habe. Ich habe einen Diffusor genommen und von hinten das Licht dagegen gestrahlt, damit wir auf der einen Seite einen möglichst hellen Lichtfleck haben, der nach hinten hin dann auch ausläuft. Um jetzt aber wirklich diesen sauberen Verlauf zu erzeugen, wie ich es hier jetzt geschafft habe, reicht es nicht, das Licht nur einmal durch den Diffusor zu hauen, sondern ich musste es davor auch nochmal durch einen weiteren Diffusor jagen. Wenn ich den mal wegnehme, seht ihr, dass dieser Verlauf überhaupt nicht gleichmäßig ist, dass es in der Mitte am Logo direkt so einen sehr hellen Lichtstreifen gibt und der gar nicht so gleichmäßig nach außen hin abnimmt. Sobald ich aber einen zweiten Diffusor dazwischen packe, ist es wesentlich weicher. Das ist bereits eine sehr wichtige Lektion, die ihr euch schon merken könnt. Aber jetzt kommen wir zu dem kleinen Trick, wie wir solche Verläufe wesentlich einfacher und sauberer hinbekommen. Und falls ihr schon ein, zwei Videos von mir angeschaut habt, dann wisst ihr, dass an meiner Wand dort zwei Bilder hängen. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich auf einer Leinwand einen sehr sauberen Verlauf von schwarz zu weiß ausgedruckt. Ich baue mal ganz schnell mein Setup hier um und dann zeige ich euch, wie ich hier diese Leinwände benutze und wie ich damit wirklich einfach und schnell hochwertige Verläufe auf meinem Produkt erzeuge. Daher sehen wir uns gleich wieder. Und damit herzlich willkommen zurück. Wie ihr hinter mir sehen könnt, habe ich das Set jetzt ein bisschen umgebaut. Und wenn wir uns jetzt mal das Bild anschauen, dann seht ihr, dass auf der kamerarechten Seite jetzt so ein Verlauf von dem Produkt zu sehen ist. Das habe ich erzeugt, indem ich hier auf der rechten Seite diese Leinwand mit dem gedruckten Verlauf gepackt habe und zwei Softboxen von hinten dagegen gestrahlt habe, dass es leuchtet. Und das ist der große Vorteil von solchen Leinwänden. Du kannst nämlich mit Licht von hinten dagegen strahlen. Dann hast du nicht nur die Reflexion, sondern auch eine Lichtquelle. Dadurch ist der Verlauf nochmal wesentlich besser zu erkennen. Das heißt, es ist nicht nur einfach einsetzbar, sondern auch sehr flexibel. Denn ich kann einerseits den Verlauf so anordnen, dass hinten hell und vorne dunkel ist, was bedeutet, dass der Verlauf auf dem Produkt sehr der Plastizität schmeichelt und zeigt, was für eine Raumstruktur dieses Produkt hat. Ich kann nämlich auch den Verlauf umdrehen und vorne hell und hinten dunkel machen. Dadurch kann ich besondere Konturen vorne an dem Produkt hervorheben und leicht nach hinten hin auslaufen lassen. Dazu habe ich hier einmal eine zweite Leinwand vorbereitet, wo ich mit dem Strahlerlicht
Licht gegenwerfe. Und schauen wir uns doch mal an, wie das Ganze aussieht. Wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, dann sieht das dem vorherigen schon sehr ähnlich. Aber der Aufbau hier war einfach tausendmal einfacher. Ich musste nämlich nur diese Leinwand hier platzieren und das Licht da hinten gegenwerfen. Und schon hatte ich diesen perfekten Verlauf erzeugt. Wo es hingegen vorher so war, dass ich einmal den Diffuser aufbauen musste, den so schräg stellen musste, dass ich überhaupt so einen Verlauf auf meinem Produkt sehen kann. Und davor noch einen Diffuser packen musste, dass das Licht nicht zu hart darauf wirft. Und wenn wir uns jetzt mal das Produkt im Endergebnis anschauen, dann sehen wir auch, dass eine ganz andere Tiefe erzielt wird, dass wir uns anhand dieser Verläufe wesentlich besser vorstellen können, dass die Flasche eigentlich rund ist und dass wir auch vorne das Logo wesentlich besser erkennen können. Zudem sieht es deutlich moderner und hochwertiger jetzt aus. Das heißt, alles in allem bin ich mit der Einstellung so zufrieden. Selbstverständlich ist das Erstellen von solchen Produktvideos irgendwo auch Geschmackssache. Das heißt, es gibt kein richtig oder falsch. Ich wollte euch nur zeigen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, eine Raumdimension zu erzeugen mit Licht und dass man Lichtgestaltung auch mit einfachen Mitteln sehr hochwertig umsetzen kann. Falls ihr noch mehr solche Produktvideo-Quick-Tipps sehen wollt, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen, indem ihr einerseits den Like-Button drückt. Achtet aber darauf, dass der auch blau ist, weil das passt zu meinen Augen. Darüber hinaus solltet ihr auch diesen Kanal abonnieren, damit ihr keine weiteren Quick-Tipps verpasst. Drückt dazu unten den roten Knopf und aktiviert die Glocke. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder und bis dahin tschüss, Baba und ciao.